Hallo und herzlich willkommen zu einem ersten Video aus 2024. Jetzt alles anders. Genau, alles anders, sieht man ja, ist deutlich, ne? Unser Ausblick auf 2024. Ja, was finde ich, für mich zumindest am interessantesten ist für 2024, ist das Projekt alte Autos mit neuer Technik. Das wollen wir schon länger angreifen. Da bin ich sehr scharf drauf, da habe ich richtig Lust. Ich auch. Weil da haben wir uns schon so lange den Kopf zermartert und überlegt, was man alles Geiles machen kann. Und ich glaube, da haben wir schon... Ich sag mal, machen geht ja fast alles. Machen geht fast alles. Und das aber Gute man ist, wir haben ja auch immer ganz viele Ideen, aber man braucht natürlich ein Konzept. Das ist ja mal das Allerschwierigste, das perfekte Konzept vorab zu erstellen, was dann auch wirklich hinterher im Markt einschlägt. Ja. Weil wir wollen davon ja nicht nur einbauen für uns, weil es cool ist, den wir gut finden. Ich meine, den wir gut finden, ist schon mal ein guter Anfang. Ja. Ja, da kann man davon ausgehen, dass vielen anderen das wahrscheinlich auch gefällt. Aber manchmal sind die eigenen idealen Autos, ich sage nur G-Turbo R, Ja. vielleicht nicht unbedingt gerade massentauglich. So, also wollen wir das perfekte Auto bauen. Und das soll auch diesmal wirklich das perfekte Auto sein. Ja. Ne? Wir haben uns da jetzt so viel Gedanken zugemacht, in so vielen kleinen Details haben wir uns schon verloren. Das muss schon was ganz Besonderes werden. Und wird es auch, glaube ich. Ja, ich glaube, wir haben uns jetzt lange genug viele Gedanken darüber gemacht, dass wir da eine schöne runde Nummer draus machen können. Wie viel wollen wir eigentlich verraten davon? Wir können ja im Prinzip sagen, es basiert auf einem Auto, wo früher mal ein luftgekühlter Motor drin war. Boah, das ist gut. Das sagt nämlich gar nichts, das ist gut, ausgezeichnet. Wo moderne Technik reinkommt. Wo moderne Technik reinkommt, mit modernen modernere Karosserieteile und eventuell auch modernerer Innenraum. Und Genau, wir können auf alle Fälle sagen, das Auto wird sehr schnell, ja, wird sehr stark, wird einfach zu fahren sein, definitiv. von jedem. Ja, wird, glaube ich, eintragungstechnisch die größte Leistung bekommen, die wir je eingetragen haben. Genau. Ja, auf jeden Fall. Und wird deshalb schon was ganz Besonderes, weil alles, also das soll das Auto so ein bisschen unterscheiden von der breiten Masse der Backdate-Autos, Ja. die ja fast alle mit Serienleistung oder einer kleinen Leistungssteigerung, aus unserer Sicht kleinen Leistungssteigerung fahren. Wir werden schon was 9FF-typisches bauen. Ja, definitiv. Und da freue ich mich richtig drauf. Und auch nicht so 9FF-typisch, so ein bisschen, ja, sag ich mal, jetzt übertrieben gesagt, der Standard 9FF-Kunde. Standard ist ja auch schwer zu sagen. Das ist Genau, ja, so schiebt breit man schon gefächert. so eine Kategorie. Eigentlich gibt es bei uns keine richtige Kategorie. Ich sag mal, der den schwarzen 997 Turbo fährt auf Serienrädern und da 670 PS einbaut oder 720. Also es wird nicht sowas, wo du auch denken könntest, es wäre ein Serienauto. Also, Nee, wie ein Serienauto soll es nicht aussehen. Nein. Ganz bestimmt nicht. Also es soll schon noch Altanleihen haben. Ja. Wird es auch. Wird als alter Porsche erkennbar sein. Aber trotzdem ganz anders aussehen. Ja, Und wo das ich, ist, glaube ich, wo ich Lust drauf wird die hätte, wenn wir, perfekte Mischung. wenn wir das machen, das funktioniert und das kommt ganz gut an, da hätte ich ja schon länger Lust drauf. Ich hätte mal Lust, ein ähnliches Projekt mit einem Golf 1 zu machen. Also ich würde gerne, da kann ich jetzt ja drüber reden, das ist ja völlig Latte, ich würde gerne mal einen Golf 1 kaufen. Würde das ganze Ding im Prinzip so leicht machen, wie es irgendwie geht. Kevlar, Carbon, alles was geht. Dass du da deutlich unter 1000 Kilo kommst, 600, Ja, 800 so schon Kilo. 800 Kilo. Also Ach so, ja, okay. Auto kommst ja auf 700 Kilo, selbst wenn du eine Riesentechnik einbaust. Ja, okay, das ist natürlich Das wiegt gar nichts. Weil Allrader rein, Ja, 900 DSG? Kilo, 1000 Kilo. Okay, ja, kommst Ja. schon unter 1000 Kilo ja, auf jeden Fall. mit DSG, dass du das Auto theoretisch im Allrad im Alltag fahren könntest. Und maximal so 500 PS, dass du das Ding halt auch normal bewegen könntest. Rennstrecke, wenn du wolltest, könntest du aber jeden Tag damit fahren. Dass man halt so ein bisschen so ein GT3-Gefühl in so ein Auto reinbekommt, aber Also es von trotzdem täglich Fahrleistung nutzbar ist. GT3? Genau. Ja, dass er so ein bisschen, ja, wie soll ich sagen, wenn ihr heute dich in Golf 1 GTI reinsetzt, das ist zwar cool, aber du bist dann nach einem Tag oder zwei bist du eigentlich gelangweilt. Das genervt von der Leistung, ganz Genau. genau. Fühlt sich zwar gut an, weil so ein Ding eben, wie gesagt, mit zwischen 700 und 800 Kilo je nach Ausführung und mit 110 PS dann sich so anfühlt wie ein Porsche mit 220 oder ein aktueller, aber das ist ja eben auch nicht viel. Ne? Nee. Und ist ja eigentlich ja cool, wenn du noch weiterhin diesen Charme hast von dem alten Auto, ja, und hast dann da ein bisschen Leistung drin, kannst das Auto jeden Tag benutzen, hast ein bisschen moderne Technik, nicht zu viel, halt, sag ich jetzt mal, ein Apple CarPlay Radio drin. Ne? Das ist ja mittlerweile, jeder will das ja haben in seinem Auto, sich reinsetzen, alles Normaler verbindet sich Komfort sofort. muss drin sein, Normaler Komfort, genau. darf nur nicht aussehen wie im Golf 8. Genau.
So, das also ich es auch. soll Das sich immer passt noch nämlich gar anfühlen nicht. wie ein altes Auto. Es soll immer noch diesen Charme haben. Ich glaube, das wäre cool, weil sowas gibt es meiner Meinung, also habe ich zumindest noch nicht gesehen, auf VW-Basis. Habe ich noch nicht gesehen, dass jemand sowas macht. Nee, macht auch keiner. Ja, vielleicht gibt es einen und ich weiß es nicht. Gerne in die Kommentare schreiben. Also ich glaube nur für Racing-Anwendungen werden die Wahrscheinlich, Golf 1 umgebaut mit Allrad und DSG und allem drum und dran. Da gibt es ja einige, die so fahren. Aber dass einer da ein wirklich, wie soll ich sagen, schönes Alltagsauto draus gebaut hat, habe ich auch noch nicht gesehen. Vielleicht, Dieser Arztgolf, den es mal gab mit dem 928-Technik. Stimmt, ja, ja. stimmt, aber der war dann ja auch gleich verbreitert. Ja, die haben sie ja Weil der- verlängert, verbreitert, das passt ja Der nicht war dann rein. ja quasi auch Bodengruppe 928, ne? Genau, die haben sie ja komplett alles Der sah übernommen. noch ein bisschen so aus, Der stand auch bei Jean-Pierre im Museum, ne? aber Proportionen sind eben anders, ne? Durch breiter, länger. Ja, und vor allem, ich sag mal, bei so einer Nummer ist das ja auch schon echt wild. Da muss ja auch eigene Scheiben für machen. Wenn ihr den jetzt auseinanderziehst, brauchst du eine eigene Windschutzscheibe, eine andere Heckscheibe und Das so. Beste ist ja, natürlich wenn schon alte echt Action. Fahrgestellnummer drin bleiben kann, weil ist für uns ja aus Tuning-Sicht auch gut, wegen alter Fahrgestellnummer und altem Abgas. Ja. Dann hast Das halt heißt, nur wir können dann Euro 2. zwar auf was Besseres hochprüfen, ja, aber haben im Prinzip keine Zulassungsschwierigkeiten. Ja. Nee, ich glaube, das fände ich cool. Wenn du so einen Golf 1 bauen kannst, den wirklich jeden Tag benutzen kannst, mit vernünftigen Fahrkomfort, noch Fahrspaß, vor allem auch mal mit ein paar richtigen Achsen da drin. Das ist ja. Ja, einen richtigen Fahrwerk und eine richtige Genau. Bremse und allem. Also Ja, schon genau. alles modernisiert. Ja. Also finde ich ähnlich schon wie cool. unser Alt-11er-Modell auf moderne Technik, sowas auf Golf übertragen. Genau. Golf 1. Das finde ich auch nochmal Ja. cool. Das würde ich gerne nochmal machen, weil ich glaube, wie soll ich sagen, da musst du auch gar nicht so viel für so ein Auto verlangen, weil die Autos generell relativ günstig sind, im Gegensatz dazu, wenn du jetzt Klar. 903, 964 oder 930 kaufst. Das heißt, wahrscheinlich hast du ein sehr, sehr ähnliches Fahrgefühl in dem Auto, aber wahrscheinlich nur für die Hälfte des Geldes. Ja, Oder Drittel, glaube ich Drittel. auch. Teil ist noch günstiger und alles. Ja, und das, Ja, schönes Projekt. Und das finde ich, glaube ich, ganz cool. Also wer Interesse hat an so einem Auto, gerne bei uns melden. Gerne bei uns wir melden. nehmen alle Vorbestellungen gerne auf, damit wir auch wissen, wie viele wir davon hinterher bauen können. Sehr Ja. gut, Janis. Und ob das überhaupt Sinn macht, ne? Weil Ob überhaupt sich einer meldet und sagt, hör mal, das könnte was für mich sein. Ja, weil sonst entwickelst du ja auch in irgendeine Richtung, steckst da viel Geld und viel Ja. Zeit rein, wovon wir Ja. sowieso wenig Zeit haben. Und dann am Schluss bleibt dann so ein Projekt auf der Strecke. So. Und das ist eigentlich schade. Golf 7R, genau. Ja, leider. Zuerst viele Kunden von uns, die sonst Porsche fahren, haben gesagt, Ja. boah, wie geil, mach Jo. das, mach das, mach das. Jo. Ja, und irgendwie Ja, noch ein ist bisschen dann, mit fertig und dann kommt der Golf 8R und dann kaufen sie sich einen Golf 8R. Ja. Und sagen sie, was kannst du damit machen? Ja, leider gar nichts. Ja, und dann fängst du ja von vorne an. So und ist da haben es. wir gesagt, da haben wir keinen Bock drauf. Nein. Weil das Problem Das ist, mit dass den ganz aktuellen Autos. Ja. Wenn du dann gleich was auf einer alten Basis aufbaust, da gibt es nichts Moderneres, weil wer Golf 1 will, will Golf 1. So, da weißt du, da macht das Sinn, so ein Projekt zu entwickeln. ja. Ja, hätte ich auch Spaß dran. Ja, und man muss auch sagen, also unsere Erfahrung, wenn man sich jetzt mal die neueren Autos anguckt, die Autos werden echt schlechter. Die werden nicht besser, sie werden schlechter. Ja, also sie fahren besser, verbrauchen auch vielleicht weniger Benzin, aber die Qualität lässt einfach immer mehr nach. Ja. Und die Bauart wird immer einfacher. Technologie nimmt nicht wirklich zu, sondern wird eigentlich zum Teil rausgeschmissen, Ja, wird eher vereinfacht alles. wird vereinfacht, dann durch andere Sachen wieder aufgefangen, um die Leistung trotzdem hochzuhalten. Nicht? Aber wirklich, dass sie technologisch nun wirklich viel besser werden, kann man nicht sagen. Ne? Nee. Es geht mir auch so. Also gibt ältere Motoren, die technologisch anspruchsvoller waren. Ja, auf jeden Fall. Und auch was Material und alles angeht. Ne? Weil ja 1.8T, ich meine, ist ja eigentlich so ein simpler, einfacher Motor. In meinem S3, der hat ja am Schluss, also mein roter S3 hatte knapp 300.000 gelaufen, als ich den angefangen habe auseinanderzubauen. Und der Motor hat jetzt neues Leben bekommen. Und als ich ihn auseinandergebaut habe, auf den Kolben war die Einlaufbeschichtung noch drauf. Da war ein Hohenschliff, also den hätte ich so noch 100.000, 200.000 Kilometer ohne Probleme Trotz schon weiterfahren können. Leistungssteigerung und Ja. ganz vorsichtiger Fahrweise. Ja, natürlich. So, 2024, was wollen wir noch machen? Was haben wir noch vor? Also, was schön wäre, GT9 endlich fertig haben. Ja gut, aber da sind wir ja auf dem besten Wege. Ja. Einer unserer neuen Mitarbeiter ist da ja ganz, ganz fleißig dran. Ja, der gibt ja viel Macht sie Gas. auch gut. Ja, und der hat auch einen sehr hohen Anspruch an sich selbst. Deswegen macht er seine Arbeit auch sehr zuverlässig, ohne dass wir großartig viel gucken müssen. Genau. Das hatten wir in der Vergangenheit leider öfter mal, dass wir halt Leute an so ein Auto stellen mussten, die vielleicht nicht den gleichen Anspruch wie du oder wie Und ich dann haben. machst du jedes Detail dreimal, weil es immer noch Genau. nicht gut genug ist. Genau. Weil so ein GT9 eben unglaublich viel Handarbeit ist. Da ist ist eigentlich kein Auto wie das andere. Nein. Ja, alleine schon die Sonderwünsche und ist ja auch eine stetige Evolution in so einem Auto. Das heißt, jeder, der wieder gebaut wird, ist immer der Allerbeste, der gerade gebaut wird. Ja. Und das können wir bei dem aber wirklich so unterschreiben. Ne? Ja, das Auto wird echt gut. Ja. Wird echt gut und ja,
der Mitarbeiter, der das baut, scheint auch sehr viel Spaß dran zu haben. Und gerade deswegen glaube ich auch, wird das Auto auch so gut. Ich freue mich auch auf die Rennerei nächstes Jahr wieder. Rennerei? Ja, also zum einen 992, unser aktiver Kunde, der unbedingt ja Viertelmeile, halbe Meile, alles Mögliche fahren will. Das wird richtig cool. Also da So ist das. muss ich mich auch einmal bedanken. Wir haben ja dieses Jahr eine Freundschaft geschlossen, Matteo und ich vor allem. Und zwar mit Murat und Yusuf von Yido. Eigentlich haben wir nichts wirklich mit denen zu tun geschäftlich, aber es sind einfach nette Leute. Nicht, aber wird ja vielleicht mehr und mehr, ne? Wird mehr und mehr. Hab wir ich haben auch jetzt das gerade halt Gefühl. ein paar Räder gekauft für den 992 für den einen Kunden. Die sie ja speziell für uns gemacht haben in der Größe und Ausführung. Genau, und man muss sagen, die Räder sind echt gut von der Qualität. Auch mit dieser Rifflung, wo die Reifen später drauf halten werden, damit die sich halt nicht drehen. Das hat man nämlich in der Vergangenheit oft mit unseren stärkeren Autos, die auch mal aus dem Stand gefahren sind, dass sich der Reifen auf der Felge verdreht. Und dementsprechend haben die da jetzt was für uns geändert, dass das halt nicht mehr passiert. Ja. Und ich glaube, das wird ganz schön cool. Da fahren wir mal unter 2 Sekunden auf 100, und zwar auf der Straße. Ja, das glaube ich auch. Reifen warm, wenig Luftdruck, ne? Ja. Glaube ich auch. Mit den Drag-Reifen da hinten drauf jetzt, das wird wohl richtig vorwärts gehen. An der Leistung wird es auch nicht liegen. Das wird auch gut sein. Ja, also da freue ich mich drauf. Und natürlich auf den Aufbau unseres 997s, ne? Ja. Den wir dann ja nach dem leider Ende mit dem Salvatore-Fahrzeug jetzt auf das andere Fahrzeug umschwenken. Aber dann kommen die Teile, die wir alle bestellt haben, eben da rein. Auch schön. Nee, also das neue Auto, was wir da bauen, das wird auf jeden Fall wild. Das Auto, das wissen die wenigsten, als wir den Salvatore gebaut haben, haben wir zeitgleich auch ein anderes Auto gebaut. So, und das Auto steht auch seitdem hier und wartete bisher immer noch auf seinen Einsatzzweck. Ja. Das haben wir ja noch ein bisschen extremer aufgebaut. Definitiv. Und zwei extreme Details haben leider nicht ganz so funktioniert, wie wir uns das vorgestellt haben. Ne? Da müssen wir noch wieder zurückrüsten und rüsten dann auf die ganzen Upgrades, die wir uns ausgedacht hatten für den Salvatore. Ja, und die wir halt auch mit der Zeit halt einfach auch dazugelernt haben. Erfahrung, Entwicklung, das braucht halt einfach ein bisschen Zeit. Man muss halt Sachen testen und dementsprechend geht es dann halt wieder vorwärts. Ne? So ist es. Findet man nochmal drauf eingehen, weil ich glaube, nicht, dass jetzt die Leute denken, der Salvatore hätte gecrashed oder so. Ach so, ja, also der Salvatore, wir hatten eine Partnerschaft mit dem. Der war Partner, Händler von uns und hat sich für Italien, genau. Und hat sich halt 9FF immer groß dran geschrieben. Das war ja auch gut, der hat immer toll Werbung für uns gemacht. Wir hatten immer eine tolle Partnerschaft zusammen, aber zum Ende hin lief das nicht mehr so, wie es eigentlich abgemacht war. Und ja, wir fühlten uns leider so ein bisschen veräppelt, könnte man sagen, weil also manche Sachen gelaufen sind, die nicht hätten so laufen sollen, was man unter Geschäftspartnern halt einfach nicht macht. Und dementsprechend haben wir dann diese Beziehung untereinander beendet und haben ihm dann sein Auto in Einzelteilen wiedergegeben. Naja. So ist das manchmal im richtigen Leben. Ne? Ist nicht immer alles nur schön. War eine tolle Zeit mit Salvatore. Kann ich nicht anders sagen. Mit dem Auto viel erreicht und gemacht und alles. War eine gute Zeit. War ein toller Freund, also war echt guter Freund. Ich habe mich sehr gut mit dem verstanden. Aber viele Jahre lang. Wie fast immer im Leben, irgendwann ist dann eben auch vorbei. Ne? Manchmal trennen sich halt einfach die Wege. Ne? Das ist halt einfach so. Manchmal ist dann auch ein Neuanfang mit anderen Sachen und anderen Projekten dann auch manchmal vielleicht auch noch fruchtbarer. Ja. Werden wir sehen. Ja. Werden wir sehen. Jedenfalls da freue ich mich auch drauf. Ja, das wird echt cool. Das Auto wird sehr, sehr wild. Also, was wir schon mal verraten können, die Turbolader werden nicht mehr da sitzen, wo sie sonst bei dem 997 sitzen, weil sie so groß sind, dass sie da nicht mehr hinpassen. Genau. Ja, das ganze Package wird komplett anders. Ne? Ja. Also, wir verändern ja fast alles in dem Auto. Ja. Was verlässt seinen angestammten Platz und findet einen neuen, weil es eben zu groß ist. Ne? Passt dann einfach alles nicht mehr dahin. Ist halt einfach zu viel. Also, dieses Mal wird die 2 ganz deutlich vorne dran stehen. Da kannst du von ausgehen, ja. Wäre auch doof, wenn es jetzt immer noch nicht so wäre. Ja. Ne? Bei Salvatore waren wir in besten Zeiten, würde ich sagen, so um die 1800 PS. Der hätte auch bestimmt 2000 machen können, der Motor, glaube ich, definitiv. Aber das größte Problem war einfach damals, wir waren limitiert einfach von den Ladeluftkühlern. Wir haben zu viel Luftmenge durch den Kühler schieben müssen und der Kühler hat es einfach nicht mehr geschafft, bei der hohen Belastung es einfach runterzukühlen. Ja. Und es war einfach der maximale Bauraum für den Ladeluftkühler, Luft war einfach ausgenutzt. Es ging einfach nicht mehr, nicht. Nee. Ja, und dann haben wir es ja probiert, mit CO2 runterzukühlen und so weiter. Genau, Wasser, Methanol, wir haben alles probiert, aber ansonsten Luft wurde einfach zu warm. Ne? Ja, viel zu heiß. Ab kmh 270, ne? Ja, also ab 250 habe ich deutlich Leistung verloren. Das konnte man auch sehen, in den Loks waren so um die, aber es war auch schlagartig. Ne? Also ich bin ganz lang gefahren mit so, war ja mal Sommer, zwischen 30 und 40 Grad IAT. Ne? Und dann sobald du über 270 gehst, war das BAM, Richtung 80.
Ja gut, und irgendwann muss er ja auch Leistung reduzieren. Da habe ich es Genau. natürlich in Cybex so reingeschrieben, weil Ja. irgendwann wird es ja auch zu heiß und geht er kaputt. Ne? Und dann bin ich also halt reduzierst du Ladedruck. Genau, dann bin ich anstatt 2,5 Bar halt meistens durchs Ziel mit 2,3 gefahren und hat hinten raus keine 1800, sondern meistens halt nur noch 1600 PS. Ja, dann verlierst du, ne? Und deswegen war es dann nur der beste Run 358 km/h mit dem Auto. Ja. Hätten wir es linear hochgerechnet, wäre es deutlich mehr gewesen. Ja, klar. Also deshalb machen wir die Ladeluftkühlung, also wird es auch besser nächstes Jahr. Ja, also ich bin da ganz entspannt. Wenn du noch motiviert bist, den zu fahren? Ich fahre das, mir ist das, ich bin da entspannt. Auf Events mache ich das mittlerweile gerne, auf der Autobahn fahre ich nicht mehr so gerne. Liegt aber auch daran, dass die Leute im Straßenverkehr auch schwieriger geworden sind über die Ja, Zeit. gut, das Autofahren im normalen Verkehr, der Spaß lässt ja sowieso irgendwie nach. Ja. Ja, was kommt sonst dieses Jahr noch? Ne? Also unser Dragster-Projekt, den greifen wir auf jeden Fall wieder an, den Golf 5. Das würde ich gerne fertig machen. Dass unsere Jungs ein Auto haben zum Spaß haben, wo unsere Mitarbeiter auch mit auf den Events mitfahren können. Ja, war ja zwischendurch auch aus Zeitmangel so ein bisschen, hing das Projekt ja so ein bisschen. Ja. Aber ich glaube, jetzt sind alle wieder ganz motiviert. Ne? Ja. Ja. Das wird auf jeden Fall eine coole Sache. Dass wir das abschließen, dass man, wenn man schon mit 1, 2 Porsche zum Event fährt, dass man auch noch einen eigenen da hat. Genau. Dass man dann zu geringen Kosten auch noch mal richtig schnell fahren kann. Ja, und das Ding ist ja auch, es ist ja auch immer doof, wenn alle Autos in einer Klasse fahren. Ne? Und deswegen haben wir uns gedacht, wir bauen ein kleineres Auto, was auch mal kein Porsche ist, dass wir halt auch einfach in einer anderen Klasse damit fahren können. Ne? Weil es ist natürlich doof, wenn 9FF gegen 9FF fährt, gegen 9FF und gegen 9FF. Das ist ja irgendwie, finde ich, ist irgendwie doof und ist ja auch langweilig für die Leute. So, und guck, Klaus fährt auf alle Fälle wieder mit seinem weißen Cabrio. Klar. Ich bin hier in der Klasse 1000 plus. Ja, Ja, also brauchen wir irgendwas auch noch unter 1000. genau. Ne? Ich weiß nicht, was will der Heiko fahren? Heiko fährt jetzt erstmal, ich denke mal auch bis 1000 PS die Klasse. Hat er ja auch. Ja. Okay. Und dann irgendwann mal Motor machen und dann Muss er dann leider gegen Klaus fahren. Wird auch nicht einfacher. Und Klaus ist schon ganz schön schnell inzwischen mit seinem Auto. Tiptronic Cabrio ist einfach der absolute Hammer. Das stimmt. Eigentlich das ungeeignetste Auto. Das Schlechteste, was man sich eigentlich hätte aussuchen können. Für 996 Tiptronic Cabrio wäre noch schlechter gewesen. Das ist doch recht, ja. Mhm. Ja gut, aber trotzdem endschnell mit dem Ding, Ey, ne? ist voll schnell, kann man nicht anders sagen. Ja. Überleg mal, war das ein 5-Gang Tiptronic, eigentlich sogar 4-Gang, weil du fährst ja eigentlich im zweiten immer los. Okay, wenn du jetzt mit Launchstyle losfährst, fährt der trotzdem aus dem ersten. Aber der erste ist so kurz, den kannst du eigentlich gar nicht als Gang mitzählen. Nee, er muss in der Leistung so weit reduzieren, weil er so kurz übersetzt ist, dass der ist ja echt nur ein Anrollgang im Prinzip. Ja. Und damit 4-Gang Tiptronic Cabrio fährt Klaus da trotzdem deutlich über 300 mit. Klar. Das ist schon ganz cool. Ja, Klaus, danke. Schön so weitermachen. Wir verlassen uns immer auf deine Pokale. Ja. Und Eifriger Pokalsammler der letzten Jahre. Ja, und was ich sehr lustig finde, die Leute denken ganz oft, dass Klaus Teil dieser Firma ist. Nein, Klaus ist Kunde von uns und der macht das rein aus Spaß. Der macht das rein aus Spaß. Guter Freund des Hauses. Des Hauses der Familie. Genau, und deswegen hat er halt Kann auch man nicht anders groß sagen. FF überall draufstehen und so weiter. Das ist kein Mitarbeiter von hier, das ist eine Privatperson, der da einfach Bock drauf hat. Und wir unterstützen den sehr gerne mit den ganzen Projekten. Auf jeden Fall, weil es Weil einfach er ein netter Kerl ist. Ja, und weil der auch nur einfach so konstant fährt und alle Events mitnimmt. Ja, und der macht das auch wirklich professionell. Ne? Das ist jetzt So nicht ist so, das. ich setze mich da jetzt hin, stumpf rein und falte jetzt 10-mal nacheinander, boah, voll geil, voll schnell. Nein, Sondern nein. der plant das richtig, der guckt nach Gegenwind, Rückenwind, Gewicht, Aerodynamik am Auto. Ist am Tag vorher schon da, macht einen Testlauf, Genau. wie die Strecke ist und Ja. so weiter, wie das Ja. Auto läuft. Ja, wir haben spezielle Mappings für den gemacht mit ganz feiner Abstufung, dass er ganz genau mit der Leistung ganz genau variieren kann, was er braucht, um die entsprechende Topspeed zu erreichen. Also der macht das schon sehr professionell Ja, das und kannst du sagen. deswegen finde ich das auch sehr cool und unterstützt das dementsprechend auch sehr gerne. Ja, dann sind wir noch dran an dem schnellsten 996 wahrscheinlich, ne? Genau, wir bauen gerade für einen Kunden einen sehr schnellen 996. Der hatte früher mal 1400 PS. Zwischenzeitlich würde ich sagen sogar vielleicht auf 1500 oder 1600. Den haben wir nämlich ganz schön aufgedreht, da der Kunde das haben wollte. Immer auf eigene Gefahr. Ne? Wenn wir 1400 PS verkaufen, er will mehr Leistung haben, können wir machen. Aber wenn kaputt geht, dann selber schuld so ungefähr. Naja. Der sollte schon ganz schön schnell werden. Ja, also der wird schon ganz schön schnell. Also mit der Laderkombination und so, denke ich, wird er schon in der Region fahren, wo Salvatore sich vorher bewegt hat. Müsste eigentlich, ne? Ja. Glaube ich auch. Ja, Auto ist bestimmt nicht schwerer. Hat im Prinzip die gleiche Technik drin. Aber man muss eins von Anfang an dazu sagen, das Salvatore-Auto zu fahren war schon schwierig, weil das Auto möchte eigentlich mit einem kämpfen.
Wenn man selber schon mal einen 996 mit 1000 PS gefahren ist oder mit 1400, was wahrscheinlich die wenigsten mal gemacht haben, weiß man, das Auto fährt gar nicht mehr geradeaus. Auch nicht bei 200 fährt er geradeaus. Nein. Deswegen wünsche ich dem Kunden sehr, sehr viel Glück und hoffe für ihn, dass er jedes Mal heil ins Ziel kommt. Ja, der muss echt mutig sein. Der muss echt mutig sein. Also 1800 PS im 996 Turbo. Bei Ladedruck sperrt nämlich das Vorderachsdifferenzial auch noch. Da fährt das 100%? Ja, fährt das Ding nur noch geradeaus. Da kannst du lenken, wie du willst. Das Ding fährt geradeaus. Das stimmt. Das ist, also da musst du, Entschuldigung für den Ausdruck, aber da musst du echt Eier haben. Bei dem Ding echt, ja. Ja. Ja, stimmt. Ich weiß noch, also als wir den abgestimmt haben, Wir beide auf der auf- Straße bei 2 Bar oder 2,2, weiß nicht mehr, habe ich gesagt, so jetzt ist Langgezogene Feierabend. Kurve. Ich fahre hier jetzt nicht mehr. Ja. Wenn der Kunde mehr Ladedruck will, Muss er selber kann fahren. er sich sehr gerne selber reinsetzen und testfahren. Wir loggen nur noch, wir fahren nicht mehr. Es war auf der Straße, war es einfach lebensgefährlich. War lebensgefährlich. Also Auf das, jeden Fall. Das hatte nichts mehr mit zu Also- tun, mit du setzt dich mal rein an einem Sonntag und knallst mal ein bisschen durch die Gegend. Da fährst du 2 Runs und da steigst du da schweißgebadet aus und dann bist du auch fertig für den Tag damit. Wo du gerade sagst, hier von wildem Lauf. Matti, wir müssen mal eine Folge machen, die wildesten Fahrszenen, die wir bisher hatten. Da können wir echt mal ein Video drüber drehen. Da gibt es ein was paar uns schon- echt gute Geschichten dazu. Was uns schon Das alles machen wir passiert mal. ist, ich weiß noch GT2 RS, die ganzen Testfahrten und komm, wir bauen mal Flügel ab, mal gucken, wie der so reagiert. Der weiße Wetzel Dragster auf der Straße mit den ersten sequenziellen Getrieben. Stimmt. Alter. Wollte von 2 auf 3 schalten, da war Gang 3 und 4 drin, einmal kurz Direkt blockiert. 2 Gänge drin, Hinterachse in einer Hundertstel Sekunde Aber- voll blockiert. Matti guckt schon wieder so, wir schweifen schon wieder ab, es wird schon wieder ein Podcast. Nein, aber das machen wir auch in 2024, so eine Serie, eine Folge mal. Fänd ich Weil auch, das das ist glaub echt ich gut, ganz da cool. haben wir ein paar richtig coole Ich würde Geschichten. auch sagen, was GT9 angeht, machen wir auch wirklich mal eine Serie in 2024, wo wir wirklich anfangen mit... Und noch mal ein bisschen was damals- erklären zu dem Auto. Genau, ja, erstmal zurückschweifen zur Idee, dann eine Erklärung, was mit den Alten passiert ist und sowas und dann wirklich zum Neuen. Ja. Okay, ja, das ist eine gute Idee. Das Können ja machen wir vielleicht die Leute mal in die Kommentare schreiben, wo die da Lust drauf hätten. Ob ihr sowas sehen wollt oder ob euch vielleicht sogar noch was ganz anderes interessiert. Gerne einfach mal was reinschreiben, ne? Dann wissen wir auch, worauf ihr euch für nächstes Jahr freut. auch. Genau. Vielleicht, worauf man mal eingehen könnte, was ist mit, jetzt mal auf die Kunden, die das hier gucken, was ist mit Gutachten im nächsten Jahr, ist da irgendwas geplant? Ja, Also Carrera-Gutachten. genau. ganz wichtig. 992 Carrera ist für uns sehr interessant. 991 und 992 Carrera. Genau, Die der- beiden Autos sind wichtig, weil für die anderen haben wir eigentlich alles jetzt, was wir so brauchen. Aber da ist die Nachfrage doch inzwischen, wird immer größer, was ja auch verständlich ist, weil sind die tolle Leute, Autos. Weil die Leute mittlerweile verstanden haben, dass der Carrera nicht mehr ein Sauger ist, so wie er früher war, sondern dass es halt mittlerweile 3 Liter Turbo aufgeladene Fahrzeuge sind. Und sie vom Motor, Bauart, ich würde sagen zu 80%, Mit dem Turbo identisch sind, mit dem 992 Turbo. genau. Ja. Und deswegen sind die Auch für uns nicht mal sehr mit dem tolle 991, sondern mit dem 992 Turbo. Genau, Ne? genau. Selbst der 991.2 Carrera Jupp, ist ist- der Motor fast baugleich zum 992 Turbo. So ist es. Vor allem, was ich auch immer interessant finde als Rechenexempel, wenn du jetzt 992 Carrera für 120.000 kaufst und dann Ja. Tuning reinsteckst und dann, sag ich mal, ein Gutachten auf Stage 4 machst, dann fährst du legal schneller als ein 992 Turbo S, der 100.000 Ja, wert ist. Genau. Ja. Ist so. Und Ja. du hast das Auto genauso personalisiert, wie du das haben möchtest. Das Richtig. kommt ja auch noch dazu. Ja. Ne, weil, Und der deutsche Understatement-Gedanke, ne? genau, Du bist fährst noch ein weiter in den Carrera. Carrera, genau. Versicherung günstiger, Viel Carrera günstiger, als viel Turbo. günstiger. Fast Sind 60%. hat viele Vorteile. Aber unglaublich viel. Ja. Unglaublich viel. Nee, also da habe ich Lust drauf, da hatten wir ja auch schon drüber gesprochen. Ich habe mir auch vor 1,5 Jahren ein Auto zugelegt, was mit Motor hinten. Und ich denke, mit dem machen wir nächstes Jahr noch 1, 2 Sachen und dann werde ich das Auto auch veräußern. Und dann denke ich, dass wir uns dann auch mal für die Firma so ein 992 Carrera zulegen, dass wir dann noch mal ein bisschen angreifen, weil da Dann hätte machen ich wir echt damit Lust die drauf. Gutachten. Ja. Da hätte ich echt Lust drauf. Das würde ich cool finden. Ja, 901 haben wir ja schon hier die Autos, 2 Kundenautos, da machen wir die Genau. Gutachten mit und dann gucken wir weiter. Ja. Ja, das stimmt. Das ist eigentlich so die grobe Planung für Gutachten, weil sonst haben wir eigentlich alles, ne? Wir haben eigentlich alles sonst weit in der Tasche. Was doch, ja, wir bekommen in letzter Zeit relativ viel Anfragen auf diese 4-Liter-Motoren, oder was ist das, 4,4, die im R6 C8 drin sind und Cayenne Turbo und Panamera und so weiter. Da habe ich in letzter Zeit ein bisschen öfter Anfrage drauf. Da ist bisher kein Gutachten geplant. Wenn es aber mehr wird, könnte man sich das überlegen, so etwas zu machen, weil die Autos eigentlich gut geeignet sind für so einen 1000 PS Umbau. Das stimmt. Haben wir aber das gleiche Problem wie beim Golf, dass wir für jeden Fahrzeugtyp und nicht für jeden Motor, sondern für jeden Fahrzeugtyp ein eigenes Gutachten machen müssen. Genau, und deswegen ist das für uns sehr schwierig, das halt Fast umzusetzen. schon wieder unwirtschaftlich, weil das Ganze. das Ding ist halt, es werden von allen Seiten Fragen gestellt.
könnt ihr den Panamera machen, könnt ihr den Cayenne machen oder ein RS6 oder was hatten wir letztens, RSQ8. Ne? Also der Motor ist ja überall der gleiche und das Getriebe ist ja auch bei allen das gleiche. Aber wie gesagt, für uns halt sehr schwierig dann 4 Gutachten für einen Motor. Genau, und das ist für uns dann sehr schwierig. Genau, und da wird nichts von übernommen und gar nichts. Die wollen auch alle Geld verdienen. Genau. Alles verständlich, aber ist für uns dann ruckzuck leider unwirtschaftlich. Genau. Und deswegen wird es wahrscheinlich von unserer Seite aus kein Gutachten geben. Nein, wahrscheinlich nicht. Ja, aber trotzdem 1000 PS oder 1200 PS sind trotzdem möglich in so einem Ding. Wir werden jetzt ja wahrscheinlich bald ein paar Turbolader von einer unserer Partnerfirmen bekommen. Die entwickeln dann nämlich gerade auf der Basis. Genau, die entwickeln dann nämlich gerade 1200 PS Turbolader. Wir wissen auch sonst über die Schwachpunkte des Motors ganz gut Bescheid. Ja. Wissen, was wir wie verstärken müssten für so große Leistungssteigerungen. Ja. Gut, und es gibt ja auch noch Länder, wo man vielleicht nicht unbedingt Gutachten braucht. Genau. Also im Prinzip überall auf der Welt, nur nicht in Deutschland. Export. Zauberwort Export, ne? Ja. Exportversion. Export. Nein. Ja, sonst noch irgendwas für 24, was dir noch einfällt? Och ja, ich fahre ganz viel Fahrrad. Genau, vielleicht machen wir mal einen Podcast. Ich weiß. Aber wo sollen wir die Zeit auch noch hernehmen? Ja, dann ist das jetzt 2024. Ja, was anderes fällt mir jetzt auch nicht mehr großartig ein. Ich hoffe, du übernimmst immer mehr hier. Ja, wenn du mich Und Tom am liebsten auch noch ganz viel. Oh, ich lass dich. Ich lass dich. Wenn mir nicht was nicht gefällt, sage ich das schon. Aber weil das läuft jetzt so schön, das gehört ja eigentlich schon wieder in die Fragen. Aber durch das ganze Social Media, was du ja stark vorantreibst. Auch mit Hilfe Matti, der immer hinter der Kamera ganz sitzt. Genau. Der den macht man aber auch zum Glück ab und zu mal hört. Ja. Leider nicht sieht, aber immerhin, ne? Der einen super Job macht, ganz genau. Ohne den hätten wir das ganz schwer hier, ne? Könnten wir das alles nicht so auf die Beine stellen. Nicht? Naja, ich sag mal, so ein bisschen ist ja der Generationswechsel schon eingeleitet bei uns. Ja, kommt mehr und mehr. Ja, ist ja auch ganz wichtig. Neue Generation, neue Ideen, neuer Antrieb. Ne? Weißt du, wenn hier immer Generation Zeitschrift und Fernsehen, Programm 1 bis 3, die werden die Zukunft nicht einleiten, weißt du? Ist nun mal so. Wenn du älter wirst, wirst du älter. Ja, und deshalb müssen ja die jungen Leute nachkommen. Und deshalb freue ich mich, dass beide hier sind. Du und Tom. Wo du gerade sagst, Thema junge Leute. Wir hatten ja schon mal gesagt, dass wir ja so viele Leute eingestellt haben dieses Jahr. Das hoffe ich auch, dass das weiterhin 24 so bleibt, weil wir sind eine sehr relativ junge Truppe. Und man merkt richtig... Gut. Ich bin Opa und ihr seid alle alt. Der Opa bin ich ja noch nicht. Und man merkt, dass da noch richtig Feuer bei den Leuten ist. Die haben da richtig Bock drauf. Und ich hoffe, dass das 24 weiterhin so bleibt. Ich habe jetzt ja auch noch einen netten Kerl bei mir, jetzt noch einen Motorenbau mit, der mich da fleißig unterstützt. Das war ja auch ein großes Problem. Ich alleine alle Motoren bauen, funktioniert einfach nicht. Geht nicht, ist unmöglich. Ja, und der unterstützt mich da sehr gut, macht da auch tolle Arbeit. Genauso wie alle anderen, die wir neu eingestellt haben. Ich will jetzt hier nicht nur irgendwelche speziell loben, sondern alle machen tolle Arbeit. Du musst auch sagen Maschine. Ja, Maschine Markus sowieso. Ne? Das ist Maschine Markus, der allerwichtigste. Nein, Spaß beiseite. Alle ganz wichtig. Alle ganz wichtig. Und, alle haben ihre Spezialgebiete. Ja. Alle machen den Bereich, den sie am besten können. Ja, ich glaube, da haben wir die Leute ganz gut eingesetzt. Also Stand jetzt sind wir sehr gut ausgeglichen. Ne? Ja, definitiv. Finde ich auch. Und das Ding ist, ich muss sagen, früher hatte ich auch Bauchschmerzen, Sachen aus der Hand zu geben. Sondern, also ich bin ja jemand so, für mich ist immer 100% oder lass es gleich sein. So, und wenn ich dann so Arbeit zurückbekomme, die halt nur 90%, ist, bin ich halt unzufrieden. So, und, muss man auch sein, das ist auch Mist. Ja, weißt du, der Kunde bezahlt für 100%, also muss ich ihm auch 100% liefern, ganz einfach. So, und das finde ich, das beruhigt mich sehr, dass wir halt mittlerweile so viele gute Leute haben, dass ich mir einfach keine Sorgen mehr um solche Sachen machen muss. Ich kann den da hinstellen, der baut einfach seinen Motor, der kommt einmal am Tag zu mir, wenn er eine Frage hat. So, und dann gucke ich am Ende des Tages drüber und das ist alles genauso, wie ich es auch gemacht hätte. Ich gehe dann ab und zu nochmal durch die Werkstatt und gucke mir das auch an. Soll ich eigentlich gar nicht mehr, aber trotzdem, ich sage aber meistens nichts. Weil ist alles gut. So. Ja. Ne? Und was, ich finde, ich muss mal auch mal zum Team sagen, wir sind zurzeit, ist alles ganz ruhig. Ja, es gibt keinen Krieg untereinander. Kein Theater. Genau, es gibt keinen Krieg untereinander. Das gab es früher mal, dass manche Leute sich so ein bisschen aufspielen mussten, sag ich jetzt mal. Echt? Und Nein. Das gibt es nicht mehr. Wir sind wirklich ein Team untereinander, kommen alle gut miteinander aus. Und Ne? das beruhigt einen auch sehr. Wirklich eben ein Team. Ja. Und nicht nur Leute, die zusammenarbeiten. Ja. Und deshalb funktioniert es gut. Deshalb macht es auch Spaß. Und wenn es Spaß macht, geht es sowieso alles viel einfacher. Ja. Und daraufhin, ich hoffe, dass das 24 weiterhin so bleibt und alle so viel Spaß haben wie ich und du vielleicht auch. Dass wir weiterhin dann tolle Autos bauen können. Absolut.
Und weil, was sagen wir immer? Für uns ist es nicht Arbeit, sondern Hobby. genau. Bin Weil hier, es Spaß macht. Genau, weil es mir Spaß macht. Klar, Geld ist ein netter Faktor dabei. Ja, ohne wäre scheiße. Du musst ja auch von irgendwas leben. Klar. Nicht? Aber ich sag mal, der oberste Antrieb, wie bei vielen anderen, ist eben nicht das Geld. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Startet alle gut ins Jahr 24. Und ich hoffe, dass wir uns dann nächstes Jahr im 24 dann auch wieder alle wiedersehen. Genau, wir freuen uns schon auf euch. Mach's gut. Bis dahin und auf Wiedersehen. Adios. Ciao.